Hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Quellweisheit, dem Podcast für deine spirituelle Meisterschaft. Ich bin Marlene Katharina und gebe dir Quellbotschaften aus dem höchsten Bewusstsein durch, die auf tiefsten Ebenen wirken. Denn es ist eine Schwingungsübertragung, die stattfindet und dich daran erinnert, was du wirklich bist. Wir freuen uns so sehr, heute hier mit dir, mit euch zusammen zu sein und aus dem höchsten Bewusstsein heraus das durchzubringen, was euch anheimgestellt ist. Die tiefe Wahrheit, die tiefe Weisheit, die durch alles hindurch sich ausdrückt auf vollkommene Weise. Zunächst einmal möchten wir Bezug darauf nehmen, wie es ist im Verhältnis zwischen dem Draußen und dem Drinnensein. Manche Menschen von euch sind viel im Büro, sind viel im Innenraum, sind viel in der Eingesperrtheit, könnte man sagen, von dem, was ist. Andere von euch sind viel draußen, wenig umgeben von Einengung, von Wänden, von keinem Tageslicht. Wir ermutigen dich, wir ermutigen euch dazu, in jedem Moment den Himmel über euch zu fühlen, in jedem Moment die Natur um euch zu fühlen. Wir ermutigen euch dazu, in jedem Moment mit der Natur eins zu sein, ganz gleich, ob ihr sie tatsächlich unter euren Füßen fühlt, um euch herum fühlt oder sie nur spürt. Spürt ihr sie nicht, spürt ihr abgetrennt von ihr zu sein, so ist dies für euch das, was ihr euch erschafft, eine Abtrennung von der Natur. Ihr werdet in dem Moment nicht von der Natur genährt, nicht weil die Natur keine Gelegenheit hat, euch zu nähren, nicht weil die Freiheit, das Licht euch nicht erreichen, sondern weil ihr auf eine Weise einen Widerstand habt, den Widerstand, dass das Licht, die Natur, die Freiheit zu euch kommen kann. Ihr könnt in jedem Moment die Augen schließen und fühlen, wie um euch herum die Weite, die Unendlichkeit, die Ewigkeit ist. Ihr könnt in jedem Moment fühlen und wahrnehmen, dass alles genauso nah ist, wie wenn ihr tatsächlich in der Natur, im Wald, im Freien seid. In jedem Moment steht euch dies frei und ist genauso nah wie das Schließen der Augen. Wie ihr fühlen könnt, ist in jedem Moment alles möglich, wenn ihr es erlaubt. Das, was dich und euch also davon trennt, ist einzig und allein der Widerstand, die Gewohnheit, dass die Dinge nicht so sind, das Überzeugen des Verstandes davon, dass die Dinge anders sind, so sind, wie ihr sie sehen könnt, so sind, wie ihr sie mit den physischen Augen seht. Wir sagen, die Dinge sind so, wie ihr sie erlaubt, so wie ihr zulässt, dass sie sein können. Ein Gefühl kann sich einstellen durch die Imagination, durch die Vorstellung, durch das Erlauben. Ein Gefühl ist nicht gebunden an die scheinbar tatsächliche Realität. Ein Gefühl ist gebunden an das Erlauben. Je mehr du es gewohnt bist, nur das zu erlauben, was du als Realität wahrnimmst, desto mehr ordnest du dich genau dem unter. Erlaubst du hingegen auch das, was nicht reell und real scheint, so nimmst du nach und nach mehr und mehr eine Kraft wahr, eine Schöpfungskraft, die dir erlaubt, die Dinge neu zu erkennen, die Dinge neu in die Realität zu bringen. Wir sagen also, das in der Natur sein ist von unendlich großem Wert, da du automatisch mit dem Gefühl verbunden wirst. Jedoch kannst du auch in der Natur sein und diese nicht wahrnehmen, nicht wertschätzen und nur einen Bruchteil von dem, was die Natur dir geben kann, erhalten.
Den größten Nutzen also ziehst du daraus, wenn du in der Natur bist und die Natur wahrnimmst. Den zweitgrößten Nutzen ziehst du daraus, wenn du die Natur wahrnimmst, egal wo du bist. Und dies ist zugleich der größte Nutzen, da er dir immer zur Verfügung steht. Und den drittgrößten Nutzen ziehst du daraus, wenn du in der Natur bist, ohne sie wahrzunehmen. Wir sagen also, nimm mehr wahr. Nimm mehr den Himmel über dir wahr, egal ob er über dir ist oder nicht. Er ist immer über dir, auch wenn dich etwas scheinbar von dem Himmel trennt, wie das Dach, unter dem du bist, die Wolken oder auch nur die Vorstellung. Wir sagen, es ist von großem Nutzen, wenn du dich verbinden kannst mit Mutter Erde, mit ihrer Vollkommenheit, mit ihrer Schönheit, ganz gleich, wo du bist, ganz gleich, wie sehr ihre Schönheit zugedeckt ist oder erlaubt ist, sich ausdrückt oder mit Menschenkraft oder anderer Kraft verhüllt ist. Genieße die Natur, wann immer du sie wahrnimmst und nimm sie wahr, wann immer du die Gelegenheit dazu verspürst. Mach es zu einer Gewohnheit für dich, die Natur wahrzunehmen, unter dir Mutter Erde wahrzunehmen, ganz gleich, ob deine Füße auf der Erde sind, auf Zement, Beton, Fliesen, Teppich oder im Schuh. Nimm die Erde unter deinen Füßen wahr und fühle, wie sehr du unterstützt bist durch die Erde, durch Mutter Natur. Nimm den Himmel über dir wahr und fühle, wie sehr du unterstützt bist durch das Universum, durch alles, was ist. Nimm wahr, nimm wahr, nimm wahr. In dem Wahrnehmen steckt die Wahrheit. Und die Wahrheit, wahrgenommen, ist die Wahrheit, die du fokussierst, die du ins Zentrum deiner Aufmerksamkeit rückst, die damit für dich größer wird. Nimm also wahr, was du in deinem Leben willst, und du wirst von dem unterstützt. Und das vergrößert sich in deiner Lebenserfahrung durch das Außen und durch das Innen. Ganz so, wie es dir gut tut. Ähnlich verhält es sich mit dem, was in deinem Leben an Tätigkeit und Aufgaben vorhanden ist. Mal hast du mehr zu tun, mal mehr Aufgaben als an anderen Tagen. Schaffst du es durch jede Tätigkeit hindurch wahrzunehmen, dass du in der Freiheit bist, die Dinge zu tun oder nicht zu tun, dass du die Dinge tust aus der Liebe heraus und in dem Tun eine Möglichkeit hast zu lieben und Liebe auszudrücken. So hast du viel mehr Freude in deinem Tun, kannst dich ganz deinem Tun hingeben und brauchst nicht über all die Dinge nachzudenken, die du sonst noch tun könntest, die liegen bleiben, oder darüber nachzudenken, wie es wäre, nichts zu tun. Du tust und bist erfüllt im Tun, bis du nicht mehr tust. Und doch erfüllt bist im Nicht-Tun. Und wenn du nichts zu tun hast und alles tun kannst, so erlaubst du dir auch die Freude von dem, was du tun kannst. Erlaubst dir, der Freude zu folgen, nicht dem, was am meisten drückt, nicht dem, gegen das du am meisten Widerstand hegst, aus dem Weg zu gehen. Du erlaubst dir, von all dem, was da ist, das zu tun, was dich am meisten erfüllt. Durch die Tätigkeit selbst oder durch dein Wissen um das, was geschieht, wenn du es tust. Die Erfüllung von dem, es getan zu haben,
die dich in dem Moment, in dem du es tust, auch erfüllt und somit diese Tätigkeit zu einer Erfüllung, die von außen nicht so scheinen mag und doch eine sein mag, die dich erfüllt. Wir sagen dir, erlaube in jedem Moment die Liebe zu fließen, erlaube in jedem Moment dir selbst zu sein, was du bist, in voller Pracht, in voller Größe, ganz gleich, ob du tust oder nicht tust. Und achte darauf, dass du nicht deinem Verstand versuchst, eine Entscheidung abzuringen, sondern dich einlässt auf das, was dir gut tut, dich einlässt auf ein Fühlen in die Dinge hinein, statt ein verstandesmäßiges Explorieren, welches von allem für dich am besten geeignet sein würde. In dem Moment, in dem du im Verstand bist, bekommst du Stress, bekommst du ein Gefühl von Überwältigung, denn so viel gibt es zu tun. Und all das kann nicht alles auf einmal getan werden. So denkt der Verstand und verhakt sich in sich selbst, bekommt eine Überladung des Arbeitsprozesses, des Arbeitsprozessors, hängt sich auf in seinen Gedanken und lähmt dich, hält dich davon ab, irgendetwas zu tun. Erlaubst du dir hingegen nicht das Denken auszudehnen, auszuweiten, deinen Fokus auf die Denkprozesse zu legen, stattdessen auf dein Fühlen, auf dein Hineinfühlen. Wir sagen nicht auf die Emotionen, wir sagen auf das in Verbindung gehen mit den Dingen, die da sind, die dich einladen, die zu dir sprechen und fühlen, welche davon lebendig sind, mit dir in Austausch und Spiel sind und welche wiederum nicht. Wir erlauben dir, dich zu fühlen, so wie du dir erlaubst zu wissen, was für dich richtig ist. Nicht über das Denken, nein, über das Fühlen. Du bist ein fühlendes Wesen und das ist, was dich lebendig macht, was dir die Klarheit gibt, dein Hineinfühlen. Nun gibt es Situationen, in denen viel, oh so viel im Außen geschieht und du gar nicht weißt, wie dir geschieht, da so vieles scheinbar getan werden muss, so vieles verändert werden muss, damit du schließlich wieder in den Frieden kommst, in dem du doch weißt zu sein. In solchen Situationen, wo die Überwältigung der Dinge so groß ist, dass du siehst, dass du machtlos bist den Dingen gegenüber, dass du sie niemals bezwingen kannst, dass du keine Änderung bewirken zu scheinen kannst, die es brauchen würde, um die Harmonie wiederherzustellen, die Balance wiederherzustellen, alles wieder in die Ordnung zu bringen, die du fühlst, die sein soll. Wenn du dich in einer solchen Situation fühlst, dann weißt du, hier spricht die Göttlichkeit zu dir. Hier ist für dich erwünscht, dass du dich ergibst auf einer tieferen Ebene als zuvor, dass du dich ganz dem Göttlichen hingibst, dich ganz hingibst. Hier ist für dich ein Erlauben auf einer nicht kontrollierbaren Ebene. Gefordert, würden wir sagen. Hier bist du eingeladen, dich selbst zu ergeben, dich zu öffnen für einen neuen Weg, zu erlauben, dass das, wo du bist, dir kommuniziert, dass dein Weg woanders hinführt. Ergibst du dich dem ganz, so zeigt sich dir, dass du etwas niemals für möglich gehalten hättest und schon gar den Weg dorthin niemals gesehen hättest, wenn du nicht auf eine solche Weise darauf hingewiesen wärest, darauf hingewiesen worden wärest,
dass du nicht mehr anders kannst, als loszulassen und dich ganz der Situation zu ergeben. Dein Ergeben erlaubt dein Sein. Dein Sein erlaubt die unendliche Liebe, die du bist. Deine unendliche Liebe ist der Kosmos in jeder Form. Auf diese Weise brauchst du nicht mehr mit der Form zu kämpfen, nicht mehr mit ihrem Ausdruck zu kämpfen. Auf diese Weise kannst du sein, vollkommen sein, vollkommen sein, vollkommen Liebe sein. Wir lieben dich. Wir lieben euch, wir sind die Liebe, die alles ist. Du bist die Liebe, die alles ist. Alles ist eins, alles ist rein, alles ist frei. Und damit sind wir für jetzt, für hier vollkommen.